Hallo meine allerliebsten, Gerald von Rivas und Triss Marigold. Ja, wir wollen uns heute eine weitere CTF von Hack the Box angucken, und zwar geht es um die CTF namens Mango. Mango ist eine Retired Box, die auf Linux basiert, das heißt, sie ist quasi mit einem Linux-Betriebssystem ausgestattet und hat eine Webseitenschwachstelle, beziehungsweise der Fokus hier liegt auf der Webseite und nicht auf irgendwelchen SMB-Sachen oder Eternal Blue oder sowas, sondern auf einer Web-Security-Sache. Und hier geht es vor allem darum, möglichst gut alles aufzuzählen. Das heißt, Enumeration steht im Fokus. Das werdet ihr auch gleich noch sehen. Kurz noch der Disclaimer, der übliche Disclaimer oder die üblichen zwei Disclaimer. Ich habe ein Sponsoring von Hack the Box und Sponsoring ist hier relativ weit ausgelegt. Aktuell sieht das Ganze so aus, ich bekomme natürlich den VIP-Service kostenlos, einfach damit ich euch die Maschine überhaupt zeigen kann, ja, weil die Retired-Maschinen, also die alten Maschinen, zu denen man Write-Ups machen darf und hochladen darf, die sind nicht kostenlos mehr verfügbar und geben auch keine Punkte mehr, und ich bekomme quasi diesen VIP Plus gratis. Das ist quasi unsere Kooperation aktuell gerade, aber es geht natürlich noch weiter. Wir planen sehr, sehr viele coole Sachen für euch, und genau diese coolen Sachen, die können wir uns bald anschauen. Dauert alles natürlich seine Zeit, und deswegen müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber bis dahin gibt es einfach coole CTFs von mir. Okay, das zweite ist, naja, was genau ist eigentlich ein CTF und warum darf ich euch eigentlich Hacking-Videos hier zeigen? Das geht ja eigentlich gemäß YouTube-Richtlinien nicht. Das ist richtig, allerdings zeige ich euch hier, wie man IT-Security lernt. Das heißt, worauf man achten muss, was man im Beruf später tatsächlich als Pentester machen muss. Das sind wichtige Fähigkeiten. Ich biete euch hier quasi das, was ihr auch in einer Universität lernen würdet oder in einer Fachhochschule. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir machen hier nichts Illegales. Es ist illegal, sobald ihr keine Erlaubnis habt, eine Website anzugreifen. Bei Hack the Box habt ihr genau diese Erlaubnis. Ihr geht nicht mal über das Internet, sondern ihr geht mit einem VPN-Server in das Netzwerk von Hack the Box rein, und dort drin dürft ihr alles machen. Ihr habt die schriftliche Erlaubnis von Hack the Box gemäß den AGBs, und das ist das ganz, ganz Tolle und ganz Bewundernswerte hier, dass die euch eine Plattform zur Verfügung stellen, wo ihr das Ganze üben könnt und lernen könnt. Das heißt, das Ganze ist nicht illegal, sondern legal. Illegal wird es dann, wenn ihr diese Techniken auf andere Webseiten anwendet. Das heißt, ihr dürft das auf gar keinen Fall auf andere Webseiten anwenden, als das, was euch Hack the Box zur Verfügung stellt. Außer ihr habt natürlich einen Vertrag mit diesem Betreiber der Webseite zum Beispiel. Also ich hatte auch schon Verträge, dann darf man das machen, dann ist es sogar sehr wichtig, damit man seine eigene Website eben absichern kann gegen Hacker. Ja, in dem Sinne, lasst uns anfangen, und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, wir sehen, ich habe jetzt hier ein neues etwas hier vor mir, und zwar das neue Layout von Hack the Box. Und zwar, ja, das kriegen wir hier oben über app.hackthebox.eu, und hier sehen wir, es hat sich einiges geändert. Das ist aber deutlich übersichtlicher, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber wir sehen hier auch direkt, ich habe eine Maschine jetzt ausgewählt. Ich verlinke die euch wie immer natürlich, und zwar Mango, oder wie man anders sagen könnte, Manjo. Und diese Maschine ist bereits gespawnt. Sie ist online. Ich kann hier direkt die Maschine spawnen oder stoppen oder resetten oder submitten, also eine Flag submitten, oder eben von meiner To-Do entfernen bzw. hinzufügen, habe ich schon gemacht. Das Ganze reviewen, ein Forum-Thread angucken, und was wir hier auch sehen, hier oben ist direkt der Lab-Access. Das heißt, ich bin schon verbunden via OpenVPN. Wir sehen hier auch, ich kann das Ganze neu generieren lassen, wenn ich meine aktive Verbindung stoppe. Ich kann es downloaden, neu generieren und so weiter und so fort. Also alles quasi eine Erleichterung von den Sachen, die man wirklich braucht. Gut. Wir sehen noch hier, ich habe diese Flags noch nicht eingereicht. Das muss ich natürlich noch machen. Hier einmal System und User On. Und ja, wir haben hier natürlich auch die Statistiken. Wir haben aber hier erstmal ein paar Informationen. Hier sehen wir, es wird scheinbar eine Web-Challenge via PHP-Injection und Password-Reuse. Diese Tags sind natürlich eine unglaubliche Hilfe, wenn man sowas angeht, und die wird man natürlich auch im Kopf bleiben. Das heißt, wir werden irgendwas auf Port 80 oder sowas finden, wahrscheinlich zumindest. Und ja, wir sehen hier auch bei den Statistiken wieder mal, es handelt sich eher um eine nicht CTF-lastige Challenge. Wir sehen, also das hier ist quasi das, was die User gesagt haben. Das ist das, was der Autor gesagt hat. Also wie sieht der Autor die ganze Challenge hier? Ist das eher CTF-like? Ist das eher Enum-like und so weiter? Wir sehen hier, es hat schon ordentlich was mit Enumeration zu tun. Es scheint auch relativ real zu sein. Das ist schon mal ganz geil, weil real
reale Challenges, boah, das ist ja furchtbar, sind relativ angesagt, sage ich jetzt mal, weil sie natürlich auch die Echtheit widerspiegeln. So, wir sehen hier natürlich auch Activity, Reviews und Walkthroughs. Brauchen wir jetzt allerdings nicht. Walkthrough würde ich euch sowieso nicht empfehlen. Probiert das Ganze erstmal selbst. Das wäre das Allerbeste. Und ihr wollt ja auch mich versagen sehen. Also das hier ist quasi auch ein Walkthrough, aber probiert es, während ich hier versage nebenher. Probiert das Ganze einfach mal selber. Okay. Wir starten natürlich wie immer hier mit Kali und eigentlich war ich hier schon eingeloggt. Wir sehen hier auch, wie gesagt, OpenVPN läuft schon und das kann ich eigentlich zumachen. So, und ja, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Okay, das können wir eigentlich mal so kleiner lassen. Okay, was brauchen wir denn? Wir sind schon im Netzwerk drin, jetzt brauchen wir noch die IP-Adresse. Die ist hier, ja, oh, IP-Copy, das kann ich auch noch nicht, das ist cool. Dann kann ich direkt die IP kopieren, das ist natürlich sehr, sehr nice. So, okay, jetzt haben wir, ja, was wollen wir denn zuerst machen? Wir wollen natürlich zuerst mal hier das Ganze scannen, würde ich behaupten. Sudo, Udo, kennst du Udo? Mein S jetzt, Kollege. Sudo nmap -sc SV. Das kennen wir ja mittlerweile. Also wir wollen die Version, wir wollen einen Scan, wir wollen quasi alles richtig schön detailliert haben. Und ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man hier machen kann, erstmal zumindest. Wir haben aber auch, glaube ich, gesehen, dass diese Challenge nicht so leicht ist wie die Challenges, die wir davor hatten, richtig? Das heißt, ich würde das Ganze jetzt mal vielleicht outputten, also halt in eine Datei ausgeben. Und die Challenge ist, glaube ich, mango.htb. Und ja, dann die IP-Adresse, das sollte die hier sein und dann können wir das Ganze eigentlich laufen lassen. So, Sudo-Passwort ist immer noch Kali und ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber währenddessen können wir uns, wobei, währenddessen machen wir einfach gar nichts. Ich glaube, das schneide ich jetzt einfach mal raus. Gut, wir haben hier offensichtlich alles bekommen und wir finden das Ganze jetzt natürlich auch, ich habe sonst nichts gemacht hier, also wir finden das jetzt hier auch unter dem Nmap dokumentiert, das heißt, ich kann das jederzeit hier über meine Dateiverwaltung abrufen. Und not shown 997 Closed Ports. So, 22 ist offen über SSH. SSH Hostkey haben wir. 80 ist offen. 80 ist offen, sehr gut. Okay. HTTP Server Header, Title forbidden. Okay, das heißt, da bringt es mir sowieso nichts. Also, ihr seht, ich muss hier nicht mal drauf gehen auf den Port 80. 80 ist normalerweise der Port für Webseiten, die nicht verschlüsselt sind. Und wenn ich hier direkt einen Forbidden kriege, dann kann ich es gleich sein lassen. Das bringt nicht wirklich was. Port 443 ist allerdings auch offen. Und der ist natürlich verschlüsselt, zumindest theoretisch. Wir sehen hier, Common Name ist staging-order.mango.htb. Also HTB für Hack the Box und Mango für, ja, eben der Name der Dingens. Das heißt, wir haben hier eigentlich, wenn man es genau nimmt, zwei Webseiten, oder? Also theoretisch würden wir wahrscheinlich noch was unter staging-order.mango sehen. Also davon ist das SSL-Zertifikat quasi, oder dafür ist das SSL-Zertifikat ausgestellt worden. Das heißt, wir haben hier zwei Webseiten. Einmal eben die Standard und einmal die Staging-Order. Okay. Und dann haben wir, was haben wir noch? Haben wir noch einen offenen Port? Nee, ansonsten haben wir gar nichts. Wir haben nur diese beiden offenen Ports. Okay, interessant. Das heißt, wir haben nur Web jetzt hier. Dann lasst uns hier tatsächlich mal mit der Host-Datei arbeiten. Ist das? Das war der Dingens. Das heißt, ich kann das hier nehmen. Wo ist mein Fenster? So, lasst mich das mal hier rüber packen. Okay, dann haben wir einmal die sudo vim. Wobei, wisst ihr was? Ich mache das mit gedit. gedit /etc/hosts. So, okay, also wir haben hier natürlich einmal den Localhost drin stehen. Wir haben kali.vim-morpheus.de drin stehen. Interessant. Okay, ja gut. Was wir hier allerdings auch drin stehen haben, ist folgendes, oder was wir jetzt da reinpacken, ist folgendes. Die IP-Adresse ist ja hier, die, das machen wir hier rüber. Okay. Die 10.129.1.219, das ist eine IP-Adresse und die werden wir jetzt einfach auf mango.htb umleiten. Also das ist quasi einfach ein Eintrag, dass wir, wenn wir mango.htb in den Browser eingeben, dass wir immer dahin geleitet werden. Und damit können wir dann auch diese IP-Adresse umleiten noch auf, wobei, ich kopiere mir das. Sorry, ich muss mir das kopieren. Ich kann das nicht alles abschreiben. Also ich könnte schon, aber es würde wahrscheinlich länger dauern, weil ich mich ständig verschreiben würde.
Wenn wir jetzt allerdings beides eintragen, dann werden wir hier mit mango.htb nicht weit kommen. Das heißt, wir machen den Eintrag einfach wieder raus. So, warum machen wir das? Nun ganz einfach, wir haben hier ein SSL-Zertifikat von Hack the Box ausgestellt. Offensichtlich, weil, ja, das sehen wir hier. Das SSL-Zertifikat, was für Port 443 ist für staging-order.mango.htb ausgestellt worden. Das heißt, es wird einfach quasi erwartet, dass man über diesen Namen darauf zugreift. Und wir müssen das natürlich von Hand eintragen, weil wir ja eigentlich nicht darauf zugreifen. Ist ein bisschen umständlich. Normale Webseiten hätten dieses Problem nicht. Also da hättet ihr quasi das Problem nicht, weil die ja im Internet sind. Aber ja, das müssen wir hier tatsächlich einmal kurz machen. So, okay, jetzt gehen wir mal... Ach, das ist schon wieder der falsche. Jetzt gehen wir mal hierher, den können wir wieder, das können wir zumachen, das können wir zumachen, so, okay, und ja, jetzt gehen wir einfach mal in die URL direkt rein. Ne, ich brauche keine neue, ich brauche keine alte Session. So, übrigens wundert euch nicht, das Video hier, das kam auf meinem Vlog-Kanal, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da haben wir ein paar Scam-Seiten analysiert. Nicht gehackt oder sowas, das darf man nicht, aber wir haben sie analysiert. So, Staging, wisst ihr was, das habe ich doch noch gespeichert. Staging-order.mango.htb. Staging, https. So. Gut, das ist jetzt genau das, was ich eigentlich gerne hätte. Ich will natürlich nicht back gehen. Ich möchte akzeptieren und das Risiko kennen. Aha, staging-order.mango.htb ist einfach, ist das quasi in Google, oder? Sieht ja geil aus. Was kann ich hier machen? Kann ich hier irgendwas machen? No, oh, okay. Hack the Box. Okay. Okay, also das ist quasi ein nicht funktionables Google und oh, ich bin schon eingeloggt. Mr. Reboot, das ist glaube ich der Autor gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, das war der Autor. Und dann haben wir, es ist quasi halt wirklich das Google-Layout, ne? Ihr seht, wie krass das möglich ist. Okay, was wir allerdings auch noch machen wollen, ist folgendes. Wir nehmen uns unsere IP-Adresse von Mango, das da, und gehen trotzdem mal im Browser da drauf. Mal gucken, was hier passiert. Ah, das ist einfach forbidden. Okay, okay, gut. Ja, stimmt, klar, natürlich. Das war forbidden, weil ich natürlich hier auf den Port 80 zugegriffen habe. Ich will aber auf Port 443 Warum ist mein Numpad immer aus? Mann. Ich bin so doof, manchmal vergesse ich das einfach. So, Bad Request. Ah, wegen SSL-Zertifikat. Okay, was haben wir hier? Ist da vielleicht noch über Port 443 was anderes zu finden? Staging-Order, nein, das ist genau das. Was kriege ich hier über Port 80? Ist wahrscheinlich auch ein Forbidden, oder? Ja, natürlich. Ja, das muss da raus. Ah, oh. Oh. Aha. Aha, also, okay, das heißt, wir haben hier zwei Webseiten. Ich demonstriere das nochmal einmal ganz kurz. Wir haben hier, also HTTPS, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, HTTPS leitet euch auf Port 443 weiter. Ja? Das ist quasi ein anderer Port auf dem System. Darüber laufen verschlüsselte Webseiten und deswegen haben wir auch hier dieses staging-order.mango.htb in die Hosts eingetragen. Hier auf der anderen Seite, das ist jetzt kein SSL-Zertifikat. Wir sind also auf Port 80 gelandet und zwar mit staging-order.mango.htb. Das heißt, es wurde hier erwartet, dass wir über staging-order.mango.htb darauf zugreifen, aber trotzdem auf Port 80 und das ist jetzt interessant. Jetzt sind wir nämlich auf einer Webseite, hier können wir ja quasi nichts machen. Ja? Ich kann hier noch draufklicken, aber es passiert... Passiert hier irgendwas? Ja, ich werde auf Hashtag weitergeleitet. Oh, Analytics geht. Current key is only applicable for Sternchen.codepen.io. You are trying to use the following key. Interessant. Das wird noch wichtig werden, glaube ich, weil wir hier quasi über CodePen irgendwas machen. Ich meine, bei CodePen kann man Code verwenden. Beziehungsweise hochladen quasi. Okay, das behalten wir uns mal. So, das war Analytics. Was ist bei Mail? Mail macht auch nichts. Das Logo kann ich auch nicht klicken. Mango. Passiert auch nichts. Mango Search passiert auch nichts. Und hier passiert auch nichts. Okay, also das ist quasi eine Useless-Seite, aber die Business Analytics sind, glaube ich, ziemlich interessant. Die könnten wir uns nochmal angucken. Aber mich interessiert vor allem auch dieses Login hier, weil das sieht irgendwie ziemlich hart nach WordPress aus, wenn mich das nicht täuscht. Also es sieht zumindest so aus, aber muss natürlich nicht sein.
Keine Ahnung. Lasst uns mal hier vielleicht Admin probieren oder sowas. Admin. Nein, ich will natürlich nicht speichern. Okay, Admin geht nicht. Oh, fuck Gott, Passwort kann ich auch machen. Root und Tor. Nein. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Okay, alles klar. Dann werden wir da was anderes machen müssen. Was wir allerdings jetzt hier durchaus machen könnten, da wir hier ein Login-Formular haben, das haben wir hier nicht. Lasst uns erstmal hier das Ganze ein bisschen automatisiert laufen lassen. Forgot Password, was tut das? Das Forgot Password macht quasi gar nichts. Okay. Ja, gut, dann würde ich halt sagen, machen wir hier einfach einen ganz normalen. Ja, lasst uns einfach hier tatsächlich mal ganz simpel, weil wir wissen ja, dass wir theoretisch eine SQL-Injection, irgendeine Injection durchführen könnten. Gehen wir einfach mal hierher und führen eine SQL-Injection durch. Und das heißt, wir machen uns hier eine neue Instanz. Wobei, eigentlich kann ich das hier nehmen. Eigentlich kann ich das hier nehmen. Okay, so. SQL-Map. Okay, was brauchen wir denn alles? Wir wollen... Achso, wie werden denn die Daten überhaupt geschickt? Das müsste ich vielleicht erstmal machen. So, Zap, wer Zap nicht kennt, das ist was Ähnliches wie Burp Suite. Keine Ahnung, korrigiert mich gerne. Und kann im Endeffekt so Web-Sachen analysieren, beziehungsweise auch quasi intercepten. Das heißt, ihr könnt, weg damit, ihr könnt damit quasi die Web-Sachen, also diese Anfragen an die Webseite, aufzeichnen, euch angucken und eben auch von Hand das Ganze machen. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz. So, wir machen das im Browser. Firefox ist okay. Und das dauert ein bisschen. Hier. So, also ihr seht, das ist erstmal das ultra hässliche Zap hat. Ja, wundert euch darüber nicht. Wir brauchen das nicht. So, und was ihr hier habt, ist im Endeffekt, ihr könnt... Ist das denn schon in Scope? Nein, es ist noch nicht in Scope. Wir geben jetzt hier einfach mal Admin und Admin nochmal ein. So. Und es passiert rein gar nichts. Es liegt daran, dass wir hier... doch, hier ist es. Da, seht ihr das? Das ist quasi jetzt das, was wir gemacht haben. Also staging-order.mango.htb. Das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben hier einen Post-Request gemacht. Und wir können uns jetzt hier die Anfrage komplett angucken. Das heißt, wir sehen hier, Username ist gleich Admin, Password gleich Admin, Login gleich Login. Ja? Und wir haben hier den Cookie, wir haben sogar schon eine PHP-Session aufgebaut, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir sehen auch hier die Antwort, die wir auch verändern können, das ist halt der komplette Source-Code von der Website. Hier ist schon wieder ein Codepen. Das ist das Logo, okay. Gut, dann ist was anderes. Dann könnte das andere auch einfach ein Bug gewesen sein. Aber das ist irgendwie, das glaube ich nicht. Bugs haben die Dinger normalerweise nicht. So, das heißt, was wir jetzt hier machen, ist, wir machen einen Post-Request. Das heißt, wir müssen bei SQL-Map auch Post-Requests machen. Also, was wir als erstes mal bei SQL-Map meistens machen, ist einfach die Help eingeben, weil das Ding einfach wirklich sehr komplex ist und man muss sich ja nicht alles merken. Ja? Informatiker sind faule Menschen und das ist was Gutes. Wir müssen uns nicht alles merken, dafür haben wir Tools. Deswegen kann man hier einfach mal die Hilfe sich angucken und zwar sehen wir hier, okay, okay, wir müssen -u die URL eingeben. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und wir müssen hier mit --data, weil wir hier einen Post machen wollen, müssen wir die Daten über Post machen. Wir müssen mit Cookie, den Cookie setzen. Und Random Agent brauchen wir nicht. Proxy brauchen wir auch nicht. Tor brauchen wir auch nicht. Checktor brauchen wir auch nicht. DBMS sind wir auch noch nicht dabei. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, machen wir das. SQL-Map -u erstmal. Machen wir erstmal die URL. Das wäre diese hier. So, und lasst mich das auch ein bisschen kleiner ziehen, dann habe ich das alles direkt hier beisammen. Okay, -u, diese URL hier, achtet darauf, dass ihr die auch in Anführungsstriche setzen könnt, gerade wenn ihr irgendwie Sonderzeichen oder sowas drin habt, beziehungsweise Leerzeichen drin habt, ist das super wichtig. Dann, wobei in der URL werden keine Leerzeichen sein, was rede ich eigentlich heute? Okay, Cookie, es ist noch früh am Morgen, wundert euch bitte nicht, bin ein bisschen verschlafen noch, ihr hört es vielleicht auch. Aber ich glaube, das nehmt ihr mir vielleicht gar nicht so übel. Cookie ist gleich. Okay, Cookie. Cookie ist das hier natürlich. Steht sogar Cookie vorne dran, also muss man nicht mal nachdenken. So, einfach kopieren und einfügen. Das ist dazu da, damit ihr quasi dieselbe Session habt und damit ihr auch quasi auf die Seiten zugreifen könnt. Das ist wichtig, vor allem, wenn man sich angemeldet hat. Ich glaube, ohne Cookie wird es hier auch gehen. Aber wenn wir einen haben, dann setzen wir den doch einfach. So, und Data ist das hier unten. Das ist die Daten, die wir hier
hochgeschickt haben. Das braucht man für einen Post-Request. Sorry. So, und damit haben wir, glaube ich, alles. So, Levels zu performen müssen wir vielleicht noch hochstellen. Das ist ja hier absolut egal, welches Stealth-Level wir haben. Level ist gleich 5 und Risk ist auch gleich, minus Risk ist gleich 3. Das höchste hier 1 bis 5, Default ist 1 und das höchste hier ist 3. Hier können wir sogar irgendwelche SQL-Techniques verwenden. Das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Kann man einfach so laufen lassen. So, perfekt. Das lassen wir einfach mal kurz laufen und schauen uns mal an, ob wir da was finden. Bin gespannt. Ach, komm schon. Ich dachte, es zieht sich vielleicht zusammen hoch. So. Ja, nee. So. Okay, während das läuft, was machen wir währenddessen? Ja, das dauert jetzt einfach ein bisschen. Das wird auch wahrscheinlich eine Weile noch gehen. Währenddessen wisst ihr was, wir chillen unser Leben und ich hole mir einen Kaffee in der Zwischenzeit. Ich bin nämlich echt noch müde. Kurzer Einschub hier, mir ist aufgefallen, ihr könnt die Uhrzeit sehen. Es ist 9:24 Uhr und ich bin echt noch müde. Ups. Ja gut, ja, ich war gestern lange noch dran. Also ich habe gestern noch sehr, sehr lange irgendwelche Sachen gemacht, aber ja gut. Das, naja. So, Kaffee geholt, sogar noch nebenbei gefrühstückt. Ihr seht, es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe noch einen halben Haushalt gemacht. Aber egal. Offensichtlich haben wir hier immer noch nichts gefunden. Es geht natürlich noch weiter hier, aber ich habe so die leise Befürchtung, dass das nichts wird hier. Deswegen, lasst uns hier mal, wo sind wir? Das habe ich gesucht. Wo sind wir? Wenn wir hier, lasst uns mal was überprüfen. Ich habe so die Befürchtung, also ich weiß nicht, ich will dieses Feld hier irgendwie injecten, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Ding wirklich injectable wäre, dass wir dann schon was gefunden hätten mit einer normalen SQL-Injection. Aber was noch übrig bleiben könnte, und ich habe die leise Befürchtung, dass das tatsächlich der Fall ist, wir könnten hier mal probieren, was passiert, wenn wir hier Admin, wobei, warte, lass mich das über Zap machen. Und zwar, was wäre denn, wenn wir... erstmal hier, wie war das? Custom Breakpoint? Nein, das war Break, genau. Hier, so, wir wollen hier erstmal Admin senden. So, und dann wird die Anfrage quasi unterbrochen. Das heißt, wir haben hier diese Break und können jetzt alles verändern. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Was würde denn passieren, wenn wir hier auf eine NoSQL-Injection tippen? NoSQL funktioniert ein bisschen anders. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz was googeln. Hier, NoSQL Injection Cheat Sheet. So. Man darf hier spicken hier, das ist ja das Tolle dabei. Oberst, ne, wir nehmen natürlich GitHub. GitHub ist immer gut. So, genau hier. Von NE, genau, richtig. Not equals. Ja, genau, das war das. Richtig, also, wir machen jetzt hier einfach mal ein $NE hinten dran. Ups. Direkt in die Anfrage am besten rein. So, Passwort auch hier direkt ein $NE hinten dran. Das ist ein Dollar gewesen, oder? Eine Sekunde. $NE. Ja, das sieht irgendwie so seltsam aus bei Zap. Genau, und das schicken wir jetzt rüber. Mal gucken. Das hat nichts getan. Schade. Habe ich das richtig gemacht? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt. Ja, richtig, hier genau. Von NE ist gleich Toto, von NE ist gleich Toto. Das heißt, ich muss das eigentlich vorne dran machen, ne? Ich bin doof. Wo ist das Ding? Das andere Ding, das hier. Admin. Oh, hä? Soll jetzt doch alles breaken? Hier, was ist denn los? Okay, nochmal. Hallo? Admin. So. Jetzt, also muss ich das vorne dran machen, hier bei Username, nicht hinter den Admin, sondern hinter den Username und hinter das Passwort. Ja, das hier. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann haben wir, glaube ich, keine wir haben eine NoSQL-Injection. Okay, gut, dann hatte ich doch recht, dass wir hier irgendwas injecten können. Wie gesagt, Formulare sind immer geil, okay? Webformulare sind immer irgendwas, vor allem wenn sie über PHP laufen. Und allzu viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Hier sehen wir auch direkt den Post. Da ist was Gelbes hinten dran. Es ist witzig, dass das hier gelb ist in Zap und das hier ist nicht gelb. Naja, okay. So, Under Plantation. Was bringt uns das jetzt? admin@mango.htb. Sorry for the inconvenience, we just started farming. Das bringt uns, glaube ich, gar nichts, ne? Das ist ja nervig.
Okay, aber immerhin haben wir eine Injection. Sekunde. Jetzt muss ich Kaffee trinken hier. Okay, also wir haben eine Injection. Wir kommen zwar rein, aber es macht rein gar nichts. Was wir aber machen können mit einer SQL oder NoSQL Injection, macht ja quasi dasselbe, ist, wir können hier sicher irgendwas noch hinbekommen. So, das will ich nicht, das will ich. Lad mal neu. Okay, eigentlich brauchen wir jetzt auch keinen Zap mehr. Aber vielleicht brauchen wir noch das, war das. Das hier ist immer noch nicht fertig. Kann ich bei direkt, boah, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Oder fast noch nie gemacht zumindest. SQL Maps. Doch, ich habe schon mal gemacht. Das ist aber schon ewig her. Das war aber nicht über SQL Map. No SQL Injection. Uff. No SQL Injection. Kann das überhaupt? Ich glaube, das kann das nicht, ne? Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ach, lassen wir das so. No SQL SQL Map. No SQL Map. Das ist ein anderes Tool. Doch, ja, ich glaube, damit habe ich das damals auch gemacht. Okay, okay, okay. Das brauchen wir nicht, das hier brauchen wir. Boah, ich mag KDE ja schon, aber dieses Plus hier unten ist wirklich nervig. Na, egal. Okay, also das läuft noch ein bisschen weiter. Haben wir NoSQL Map hier schon direkt? NoSQL Map not found. Haben wir nicht noch irgendwelche anderen geilen Tools oder sowas, dass ich jetzt nichts Neues hier komplett installieren muss? Oder wir gucken einfach mal. Ich kann. Das ist aber auch echt ein bisschen schwierig hier. Wie gesagt, ich nutze normalerweise Cinnamon, deswegen ich bin hier ein bisschen ungelenkig mit diesem KDE. Ich sollte das vielleicht mal auf auf Cinnamon ändern. Das könnte ich eigentlich mal machen. Okay. Und normalerweise habe ich mehr als einen Bildschirm, also von dem her. Python Setup Install. Warum ist das nicht standardmäßig installiert? Kali NoSQL Map. So, das kann doch nicht sein, dass das nicht standardmäßig installiert ist. NoSQL Map, da ist es doch. Wirklich? Why though? Okay, naja, gut. Dann lassen wir das erstmal. Also ich meine, klar, ich könnte es jetzt hier einfach runterladen und dann verwenden. Ich weiß aber nicht mal, ob das ist, was ich brauche hier gerade. Ich könnte natürlich schon. Ja, gut, dann machen wir das so. Okay, was haben wir denn hier? Wo mache ich das rein? Ups. So. Okay. Gut, also geht Clone und dann will ich das hier. Okay, dann klonieren wir das Ganze mal. So. Dann CD in. Nein, nicht Tools, da sind wir doch schon drin. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Warte. CD NoSQL Map. Was haben wir hier? Python NoSQL Map.py. Haben wir. Wir haben keine Dependencies, keine Requirements.txt, sonst nichts, nein. Ach, komm schon. Und wann ist das Repo? Warum sind da keine Requirements? Na egal. Was brauche ich alles? Was brauche ich alles? Was? Keine Requirements drin. Warum? Na gut, dann machen wir das von Hand. CouchDB. Oh, ich habe kein Pip installiert. Warum habe ich kein Pip installiert? So, oder vielleicht ist es einfach nicht gebunden. Machen wir das nochmal hier. Python -mpip install CouchDB. No module name pip. Ist das dein Ernst?
Okay. Alter. Okay, also ihr seht jetzt gerade, dass ich hier noch an dem System einiges nicht getan habe. Get pip. Irgendwo müsste doch hier direkt ein get pip Link sein. Curl hier. Vielen Dank. So. Get pip. Error. The script work. Warte, was? Oh, dann ist ja kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Vielen Dank. Warum? Wer benutzt denn heutzutage noch Python 2? Alter. Oh, Kali, wirklich mal. Also, uff. Ja, wisst ihr was? Dann kann ich eigentlich mal gucken, ob ich pip 3 habe. Ah, okay. Ich kann es auch einfach über die. Machen wir. Machen wir. Also Python 2 sollte man eigentlich nicht mehr benutzen. Das ist alt, ja. Das ist so alt, dass man es echt nicht mehr machen sollte. So, pip 3 sollte jetzt da sein. Hätte ich auch drauf kommen können, dass es in Paketquellen drin ist. Aber ich verstehe mal nicht, warum das nicht in den Paketquellen drin ist und warum das keine Requirements hat. Aber hey. So, jetzt. Hier, wo war das? Sudo pip. Ist das jetzt das Richtige schon direkt? Ah, das ist jetzt. Ist das jetzt das Richtige gewesen? Python 3 brauche ich dafür, definitiv. Oh, shit. Okay. Oh ja, das wurde in Python 2 geschrieben. Boah, das macht halt die Sache nicht besser. Das heißt halt für mich irgendwie, ich will dieses Tool nicht nehmen. Aber okay, dann machen wir es mit Python 2. Dann wird es aber wieder nicht funktionieren, weil ich kein pip habe. Das heißt, ich muss pip 2 installieren. Pip. Ups, scheiße. Pip 2 Version, pip 2 not found. Nee. Nee, ich installiere jetzt hier nicht pip. Nee, nein. Vielleicht mache ich das irgendwann anders mal, wenn wir gar nicht weiterkommen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Lust darauf. Was wollen wir denn überhaupt machen? Wir haben doch... gehen wir nochmal zurück zu dem, was wir ursprünglich machen wollten. Da fuck. Mach's weg. Mach's weg. Mach's weg. Alter, Kali, was ist los mit dir jetzt? Du Zicke. Mach's weg. Ach, das ist der von Sepp? Nee, das ist nicht der von Sepp, ne? Egal. Wir haben... Ach, dich brauche ich nicht. So, wir haben hier ein Formular, was offensichtlich mit einer NoSQL-Injection angreifbar ist. Können wir das nicht von Hand machen irgendwie? Oder können wir nicht irgendwie ein... was wollen wir denn genau machen? Wir wollen uns doch eigentlich... Was wollen wir denn? Einloggen? Userdaten bekommen? Ja, ich glaube, die User-Daten sind eigentlich das Wichtigste, weil wir uns ja hier dann am Ende vielleicht damit irgendwie in Admin-Panel oder sowas einloggen können. Wenn das Ding wirklich auf WordPress basiert, dann könnten wir uns damit dann einloggen. Manchmal verrennt man sich in Sachen, ihr kennt das vielleicht. Aber ich glaube, ich will hier eigentlich nur User enumerieren. Das heißt, NoSQL, da gab es ein Skript dafür. User Enumeration oder sowas. NoSQL MongoDB Injection Username. Ja, das ist doch genau das, was wir brauchen. Ist das genau das, was wir brauchen? Wetten, das ist auch Python 2. Ich hasse euch alle dafür. Benutzt Python 3. Das wird unterstützt. Ja, das sieht doch super aus. Das probieren wir hier mal. So. Download. Ah ja, nicht wundern, Far Cry 6 ist nicht das echte Far Cry 6, das ist ein Virus, den ich mal zugeschickt bekommen habe. Ich wollte ihn analysieren, aber ich kam bisher noch nicht richtig dazu. Leider. Wie geht denn das entpacken hier? Hier, entpacken. Archiv, hier entpacken. Ja, nochmal. So. Okay. Dann. Wie genau machen wir denn das jetzt? Wie funktioniert das Skript? NoSQL minus... Das können wir doch mal zumachen hier. Das da... Does not seem to be injectable. Testing PHP hash ID is dynamic. Do you want to URL encode cookie values implementation specific? Ja, mach mal.
Ja, der läuft einfach im Hintergrund weiter, okay? So. Den brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ich sollte anfangen, mit verschiedenen Desktop-Oberflächen zu arbeiten, wenn ich schon nur einen Bildschirm habe. Okay, also was haben wir denn hier? Wir haben NoSQL, E-User, achso, Python. Bitte sag mir, dass es Python 3 ist. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, also. Wir brauchen die URL -u. Das wäre dann in unserem Fall die Sweet and Juicy Mango. Dann, ups, ohne den Hashtag vielleicht. Dann haben wir UP, Parameter of the Username, e.g. Username, User. Wo ist App? Username heißt Username. Das wäre dann das hier. Minus UP. Username minus Passwort nennt sich. Ich habe mit dem Tool, glaube ich, erst einmal in meinem Leben gearbeitet. Ist echt lange her. Also nicht wundern, aber das kommt vor, wie gesagt. Deswegen müssen wir hier uns quasi die Hilfe durchlesen. Das ist ganz normal, dass man das macht. Und dann das Passwort eingeben. Password. E.g. Password. OP parameters. Other parameters with values separate each parameter with a comma. E.g. Login, Doppelpunkt, Login. Das ist genau das, was wir brauchen hier, ne? Also e.g. Login, Login. Okay. Also dann haben wir hier minus OP. Ups, kein Paragraphenzeichen. Parameter that need to enumerate. Username, Password. Dazu bräuchte ich ein Beispiel. Kann ich die trennen mit Kommata? Wie mache ich das? Wo ist die Website? Hier. Minus OP, Login, Submit, minus EP, Username, minus P, Password. Was? Oh, ich habe mich verschrieben. Ich muss ja auch Pipi reinschreiben, also Pipi. Und was hat er jetzt hier gemacht? EP Username. Ah, der hat das gar nicht in Anführungsstriche geschrieben. Ich hoffe, das geht trotzdem, wenn wir das in Komma schreiben. Oder mit einem Komma schreiben. Wird das beim Login gemacht? Login, Doppelpunkt, Login. Ah, einfach Komma hinten dran. Das ist ja interessant. Okay, dann machen wir das doch mal so, wie der das geschrieben hat. Also, ohne irgendwelche Anführungsstriche. Nicht, dass er damit durcheinander kommt. Username, Password. Login gleich Login oder Login Doppelpunkt Login? Login Doppelpunkt. Oh, ups. Login und minus EP wäre dann in unserem Fall Username und Password. So. Please enter the valid parameter that need to enumerate. Fuck. Und dann mach mal Username. No pattern starts with. Oh. Also doch atmen. Interessant. Das ist cool. Ich mag das Tool. Atmen, ja gut, das war klar. Das heißt, der probiert dann tatsächlich zeitlich basiert das Ganze aus. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie der das macht. Okay, also Parser, das gucken wir uns nicht an. Death Method, First Chart in Characters. Characters in String Printable. Also der geht quasi durch alle Buchstaben durch. Method von URL und Para. Wenn der Return Code 302 ist, no pattern starts with. Okay, was macht Method? Def Method, Alter. Das ist halt Code-Stil, ne? args.m von 0 gleich p. Achso, ja gut. Request. Hä? Der macht einfach nur einen Post-Request dahin. Warum funktioniert das? Das ist halt wirklich kein kompliziertes Skript, ne? Der macht halt einfach nur einen Post-Request dahin und guckt, ob man mit dem ersten Buchstaben irgendwo hinkommt. While Loop, Alter. For Character in Characters Payload ist gleich User Pass plus Character.
Regex von... Hä, und der schickt es da einfach nur hin und das war's? Warum geht das? Ist ja krass. Also ich habe, wie gesagt, nicht so viel MongoDB und NoSQL-Erfahrung, aber es ist irgendwie krass, dass es... einfach so funktioniert. Okay, gucken wir nochmal rein. No Pattern starts with. Also Admin und Mango. Da hätten wir drauf kommen können, ehrlich gesagt. Admin und Mango hätten wir wirklich drauf kommen können. So, dann machen wir mal hier Password. Geht das auch? No Pattern starts with. H3. Das ist jetzt, glaube ich, das ist eher interessant, was hier tatsächlich passiert. Also Admin und Mango können sich hier einloggen. H3MX. Aha. Okay, lassen wir den mal ganz kurz durchlaufen. Ich glaube, das will ich jetzt mal mir wirklich angucken, was da passiert. Das dauert echt lange. Okay, vielleicht schneide ich das doch raus. Jo, ich schneide das raus. Okay, wir haben tatsächlich einige Passwörter, oder genau genommen 2 Passwörter gefunden. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das hier oben das Admin-Passwort ist, das hier unten das für Mango, aber es kann natürlich auch andersrum sein. Wir können das einfach ausprobieren. Aber wir sehen eindeutig, diese Passwörter hätten wir niemals gebrute-forced bekommen. Die sind einfach viel zu krass dafür. Deswegen ist so ein Enumeration-Script wirklich, wirklich mega mächtig. Ich glaube, dass wir hier mit diesen Daten uns vielleicht sogar einloggen können. Wir können es ja einfach mal probieren. Also, mal gucken. Wir haben, lass mich das Passwort hier kopieren. Ach, um Himmels Willen. So. Wir haben hier einmal den Admin und dann haben wir dieses Passwort. Das war falsch, I guess. Moment. Bis H. Ja, doch, das ist richtig. Okay, vielleicht dann doch mit Mango. Mango und dem hier. Okay, also mit Mango. Das ist das Passwort für Mango gewesen, das mit dem H-Dingens. Dann ist das hier unten das Passwort für Admin. Ja, aber es bringt uns nichts, weil die Seite trotzdem under Plantation ist. Das heißt, wir können sowieso nichts mit dem ganzen Ding machen. Vielleicht, wenn wir uns mit... Ja, was war denn noch da? Was haben wir denn noch? Ja, wie wäre es, wenn wir einfach mal die Passwörter hier direkt... ja, SSH ist offen. Lass uns direkt einfach das Ganze mal mit SSH probieren. Also, sagen wir hier mal SSH. Wen wollten wir? Das war das Passwort für Mango, ne? Mango at 10.129.1.219. Mal gucken. Jawohl, wollen wir. Passwort haben wir. Oh, wir sind drin. Okay, nice. Gut. Das heißt, wir haben jetzt hier eine normale Shell auf unserem Server und wir können jetzt, oder auf der Box, und wir können hier alles machen, was der User gemacht hat. Who am I? Mango. Ja gut, da hätte ich drauf kommen können. Genau. Okay, dann schauen wir mal, was... wir haben hier gar nichts. Wir haben Admin und Mango. Dürfen wir in Admin rein? User.txt. Warum ist die in Admin drin? Dann schauen wir uns mal die User.txt an. Permission denied. Das war fast klar. Okay, dann gehen wir mal wieder raus und machen das Ganze mit nicht Mango, sondern mit Admin. So, brauche ich das Passwort. Das ist... das ist das hier. Verdammt. Habe ich das richtige Passwort in der Hand? Es gibt bis 2. Ja, verdammt. Okay, das heißt, es geht nicht. Vielleicht ist das Passwort, um Admin zu werden oder so? Probieren wir es einfach mal. Also, ich kann es gerne nochmal eingeben hier. Vielleicht ist auch noch ein Leerzeichen hinten dran oder so. Ups. Na, das wird nicht funktionieren. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal mit Mango. Mango hat dieses Passwort. So. Okay, dann probieren wir mal SU Admin. Probieren wir uns mal als Admin. Und jetzt geben wir uns quasi als Admin aus. Ist das hier? Ah, das ist noch hier drin. Super. Das hilft natürlich.
Ah, das hat funktioniert. Okay, hatte ich doch recht. Okay, das heißt, wir sind jetzt Admin. Wir sind nicht Root, wir sind Admin. Das heißt, wir müssen aber jetzt auch die Möglichkeit haben, wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind doch in unserem Mango-Verzeichnis immer noch so. Gehen wir mal in Admin rein. Ach, scheiße. Okay. CD Admin. Und da ist die User.txt. So, perfekt. Okay, das ist jetzt die Flag für den User, aber das ist immer noch nicht die also die Root Flag. Wir gehen mal ganz kurz hier auf die Hack the Box Dingens und submitten unsere Flagge. So, die war, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal so auf 1 oder 2. Es war nicht wirklich schwer. Piece of Cake. 0 ist gar nicht gewertet. Oh, clever. Dann würde ich jetzt mal hier easy sagen. Das war nicht mega einfach. Aber was wir immer noch nicht gemacht haben, was mich gerade ein bisschen wundert, ist Folgendes. Wir haben, wenn ihr euch erinnert, das hier überhaupt nicht ausgenutzt hier. Also noch sind wir nicht fertig. Hier ist immer noch ein Key dran für CodePen. Das könnte man sicher auch noch irgendwie verwenden, um reinzukommen. Wenn ihr das damit gemacht habt, dann sagt mir das definitiv mal. Aber wir sind jetzt schon drin. Also das heißt, wir müssen irgendwie nichts mehr wirklich machen damit. Wir haben auch beide Passwörter ausgenutzt. Jetzt haben wir allerdings nur die Admin-Rechte. Jetzt müssen wir erstmal noch die Root-Flag suchen. Ich nehme mal an, dass die in Root liegen wird. In Root liegen wird. In Root liegen wird. Halleluja. Seht ihr, ich darf nicht mal rein. Okay. Darf ich enumerieren? Wahrscheinlich nicht. Ja, klar. Okay, gut, dann müssen wir uns irgendwas suchen, um unsere Rechte zu erhöhen. Wie machen wir das? Also wir sind normale Nutzer auf diesem System, auch wenn unser Nutzer Admin heißt, er hat keine Root-Rechte. Sudo su vielleicht mal kurz probieren. Probieren wir einfach nochmal das Passwort. Sorry, try again. Probieren wir es nochmal. Vielleicht habe ich mich ja vertippt. Oder verkopiert. Admin is not in the sudo as file. This incident will be reported. Das stimmt übrigens meistens nicht. Das wird meistens nicht reported. Okay, das heißt, Admin hat sogar gar keine sudo-Rechte. Ja, also der Admin darf selber kein Administrator sein. Das ist ein bisschen weird. Okay. Gut, wie machen wir das jetzt? Lasst uns tatsächlich mal alle Dateien finden, also tatsächlich Feind findet euch Dateien, wer hätte es gedacht. Slash ist das Root-Verzeichnis, das heißt, da ist alles dabei. Und wir wollen jetzt hier die Permissions setzen, wo das SUID-Bit gesetzt ist. Das SUID-Bit ist im Endeffekt, ja, wie erkläre ich das? Damit könnt ihr quasi eure Rechte erhöhen. Hört sich doof an, ich erkläre es euch. Stellt euch das Ganze so vor. Wir haben einige Dateien auf unserem Rechner, die brauchen erhöhte Berechtigung. Sowas wie zum Beispiel ein Cronjob, der Updates macht, ja. Aber ein normaler User soll auch bitte diesen Cronjob ausführen dürfen, zum Beispiel. Das heißt, ich als normaler User logge mich ein, muss aber keine Administratorrechte haben, um Updates zu machen. Das heißt, das Programm bekommt dann sozusagen erhöhte Rechte, ohne dass das Programm wirklich irgendwas dafür tun muss. Das muss natürlich ein Administrator als Root wirklich einstellen, dass dieses SUID-Bit gesetzt ist, aber wenn dieses SUID-Bit gesetzt ist, dann kann ich, also jetzt auch in diesem Fall als Admin, der ja keine Root-Rechte hier hat, kann ich das ausführen und kann sozusagen mir damit vielleicht die Root-Flag, die hoffentlich in root/root.txt oder sowas ist, kann ich mir das angucken. So, also wir gucken uns jetzt mal -u = s an, und zwar, was wollen wir denn? Wir wollen nur die Type Files und okay, das sind wirklich viele. Gut, das ist New UID Map, New GRP, Gpassword, Password, New GID Map, Run Mailcap. Das sind wirklich viele. Sudo? Achso, ja klar, Sudo braucht das, klar, ist klar. Traceroute, IPutils, PKX, Tbus. Das ist ungewöhnlich. Also ich meine, Keysign ist nicht ungewöhnlich, Snapd. Das hier ist ungewöhnlich. Können wir mit JJS, ich kenne JJS nicht, was macht das? JJS. Achso, ja gut, jetzt. Wow. Brautkleider. Ist gut. Ja,
Brautkleider, ne? Ist okay. So, Unix Tools. Using the JJS Command Line Tool. Java 9 Cookbook. Okay. Gucken wir doch mal. Damit kann ich quasi interaktive Execution of JavaScript Code Snippets as supported by other JavaScript shells, such as Node.js. Das ist natürlich jetzt interessant. Och, ist das euer Ernst? Ich hätte auch einfach man benutzen können, ne? Okay, Heieiei. JJS Options, Script Files, Arguments, Script Files. Kann ich damit... Das wäre viel zu einfach. Lasst mich... ups. Wir machen das jetzt einfach mal hier so. /root/root.txt. Nice. Okay, wir haben die Root Flag bekommen, indem wir versucht haben, diese root.txt auszuführen und haben einen Fehler bekommen, während wir versucht haben, diese Datei auszuführen und haben dabei die Zeile ausgegeben bekommen, in der der Fehler war. Und die Zeile, in der der Fehler war, ist natürlich hier, wer hätte es gedacht, die Flag. Das heißt, wir haben die Flag bekommen und mussten nicht mal Administratorrecht haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gecheatet haben oder ob das gilt. Das dürft ihr gerne mal beurteilen, aber wir haben die Flag. Und damit gehen wir einmal ganz kurz wieder zurück zu Hack the Box. Ich kann euch leider nicht zeigen, was ich alles aufhabe, weil ich gerade noch einige Schachvideos gucke. Ja. Okay, Submit a Flag. Die war eigentlich ganz cool. Ich mochte die. Aber sie war nicht so schwer. Very easy. Ja, ich schwanke. Ja, wir haben gecheatet. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war schon eigentlich schwerer gedacht, aber das war nice. Cool. Damit... Ui, das gibt ja sogar Ton mittlerweile. Krass. Habt ihr es gehört? Damit haben wir die nächste Challenge hier gelöst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid die ganze Stunde ungefähr dabei gewesen. 50 Minuten habe ich jetzt gerade in der Aufnahme, aber es kommt ja noch was vorne dran. Cool. Es war wieder eine Linux-Maschine, ich weiß, und ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Mir persönlich sagen die Linux-Maschinen aktuell noch mehr zu, aber wir werden auch mal demnächst wieder eine Windows-Maschine machen. Wie gesagt, das Ganze kommt in einem Rhythmus von circa 2 Wochen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.